Wir sind Svenja und Basti und reisen seit mehr als 3 Jahren in unserem Van durch die Welt. Begleitet werden wir dabei von unserer Hündin Pepper. Über Weihnachten und Neujahr haben wir unser lang ersehntes Ziel Ushuaia erreicht, womit sich so langsam das Kapitel Panamericana für uns schließt. Wir brechen auf eine letzte lange Fahrt und obwohl es sehr viel Pampa vor uns liegt, werden wir immer wieder überrascht von Argentiniens Tierwelt. Alright, wir haben zusammen geparkt. Wir haben gerade beim Abspülen gemerkt, dass wir auch absolut gar kein Wasser mehr haben. Weshalb wir jetzt doch schon etwas früher als geplant diesen Platz hier verlassen. Und ja, 1, 2 Erledigungen machen wollen und das dann auch nutzen, um einfach Strecke zu machen Richtung Norden. Weil das ist jetzt quasi unsere Hauptaufgabe. Unsere Hauptaufgabe. Strecke machen Richtung Norden. Aber es soll gesagt sein, es kommen noch ein paar kleine Highlights da hoch. Wieder mal mehr als gedacht, aber sollten wir für den langen Roadtrip erstmal gewappnet sein. So, habt ihr den Laden auch mal gesehen? Da haben wir nämlich häufiger eingekauft und das war wahrscheinlich unser letzter Großeinkauf hier in Südamerika. Und ansonsten können wir euch sagen, wie es ist. Wir glauben, unsere dicken Winterjacken haben wir heute Morgen zum allerletzten Mal angehabt. Es wird verdammt warm. Aber irgendwie auch cool. Eben alle T-Shirts und kurze Hosen an.
So. Das geht die wilde Fahrt, Mann. Einkäufe sind erledigt, Wassertank gefüllt und unser Van vollgetankt. Nach einer langen Fahrt biegen wir ab von der Ruta 3, die uns nach Norden führt, um unser Lager direkt am Meer aufzuschlagen. So, liebe Leute, eigentlich ist heute gar kein Filmtag bei uns. Heute ist nämlich Sonntag, da filmen wir nicht. Aber ganz kurzes Statement nur, denn eigentlich wollten wir heute weiterfahren, aber die Straße ist gesperrt. Die einzige Straße, die uns von unserem Schlafspot wieder auf die Ruta 3 bringt. Denn es ist dermaßen stürmisch, dass ja, die Straße gesperrt wurde und keine größeren Fahrzeuge da erlaubt sind. Und demnach stecken wir hier heute fest. Der Van schaukelt von links nach rechts und ich weiß nicht, wie geht's den Seekranken hier im Van? Ist okay. Noch geht's. Aber ist schon krass. Also wenn man rausgeht, fliegt man fast weg. Kriegst du? Deswegen müssen wir hier jetzt noch einen Tag aussitzen und können erst morgen weiter. Aber so viel nur kurz einmal zum Wetter. Ich dachte, das ist vielleicht spannend. Und da man Wind so schwer zeigen kann, gehe ich einmal kurz raus, damit ihr ungefähr eine Vorstellung kriegt. Okay. Ist gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob man es sieht. So windig ist es. Wir sitzen ready und abfahrbereit auf Fahrer- und Beifahrersitz. Nachdem ich heute Morgen von einem Vogel, und Peppi und ich, wir wurden heute Morgen von einem Vogel attackiert.
Basti findet das immer noch witzig und findet, es ist auch eine Ente, aber ich finde, es ist keine Ente. Ich nenne es nur Ente, weil es noch witziger ist, wenn man die Vorstellung hat, dass es eine Ente war. Naja, beurteilt doch mal selbst. Sven hat sogar ihren Schuh verloren auf der Flucht. Das ist nicht witzig, ich hatte echt Schiss vor dem Tier. Auf jeden Fall sind wir jetzt 2 Tage an diesem Spot gewesen, weil wir gestern, als wir los wollten, weil es so windig war, nicht aus dem Ort rausgekommen sind, wieder auf dieser Hauptstraße, weil die gesperrt wurde, die Straße, weil es eben so windig war und es war auch echt nicht lustig. Es war teilweise echt richtig fies. Wir haben uns auch einen Schutzort an der Tankstelle gesucht. Aber heute geht's wieder. Es ist zwar immer noch windig, aber ganz okay. Und deshalb machen wir das, weshalb wir hier waren, was wir hätten gestern nicht machen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war verschachtelt. Bremslicht kontrollieren, Hintertüren offen, Standlicht kontrollieren, Kennzeichenleuchte kontrollieren. Auch noch eine ganz zu. Hör auch nicht mehr auf. Zumindest ein Problem behoben. Was? Ne, ist immer noch offen. Ja. Dann sind es wohl die Hintertüren. Bis wir mal loskommen. 7 Stunden später. Sehr gut. Vamos. Jetzt können wir los. Vamos, chicos, adelante! Hier klingt das irgendwie nicht so authentisch. Vielleicht kann Roberto uns das ja mal einsprechen, dann können wir das immer einspielen. Ja. Spanier sind gleich unterwegs. Los geht's! Wir wollen erstmal rausfinden, wo wir überhaupt lang müssen, zum Punta Kia. Dame el documento. Hier, ich weiß gar nicht, was es für eine Firma hier ist. Auf jeden Fall sieht sehr viel nach Rohren aus. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Auf jeden Fall ist hier im Hintergrund eine Firma. Und durch deren Firmengelände muss man einmal durchspazieren und mussten jetzt einmal unsere Ausweise hier zur Fotografie hinlegen. Es geht aber direkt, der Wanderweg geht direkt rechts hoch
Und dann passieren wir jetzt einmal das Gelände und danach können wir quasi am Strand entlang laufen. Während Basti da hinten über die Steine balanciert, laufe ich hier einfach übers Watt. Naja, Watt ist es nicht. Über den Ebbestrand. Man muss hier nämlich auch die Gezeiten ein bisschen beachten, weil bei Ebbe kann man hier schön gemütlich über diese Sandbank laufen, während man bei Flut da hinten halt über diese Steine kraxeln muss und über den Kiesstrand laufen muss. Und über Kiesstrand laufen ist so super anstrengend. Deswegen haben wir den Morgen abgewartet und auf Ebbe gewartet und jetzt nutzen wir genau das Zeitfenster, um dahin zu laufen und dann später auch hoffentlich wieder zurück. Auch Windschutz in den Büschen. Wie süß ist das denn? Da sind auch noch Babys im Gebüsch. Die haben noch richtig die Federn und so. Die sind zwar schon echt ordentlich groß, aber richtig niedlich. Jetzt stundenlang hier sitzen und die Pinguine beobachten. Das ist so cool. So ein cooler Ort. Die sind hier überall im Gebüsch und haben quasi gerade Babys, die jetzt keine Babys mehr sind. Also die sind, glaube ich, also die verlieren gerade alle ihre Federn.
so cool, das zu beobachten. Die Crew da hinten. Wir sind einfach schon wieder knapp eine Stunde hier und beobachten einfach nur Pinguine und es ist einfach so cool. Ich flippe aus. Ihr seid echt cool, Kollegen. Wir haben keine Ahnung, wie viel Stunden Material Pinguine in diesem Video sind, aber kann man zu viel Pinguin-Content zeigen? Ich glaube nicht. Ein paar Fotos haben wir auch gemacht. Falls doch, sorry dafür. Ja. Ich hoffe, der Platz bleibt genauso entspannt und ja, dass die Menschen einfach irgendwie die Natur respektieren und den Abstand halten und das wäre schön. Wir machen uns jetzt auf den Rückweg. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, welche Pinguine es sind. Es sind Magellan-Pinguine, die wir hier besucht haben. Die kann man hier eigentlich kontinuierlich an der argentinischen Atlantikküste besuchen gehen. Die finden es hier cool. Bei jedem Wetter. Bei jedem Wetter. Hallo Hut. Unser Pinguin. Hallo. Das war ein Roadtrip-Snack. Self-made empanadas. Ist die gepisst gerade? Ne? Mega lecker. Mit Paprika, Möhre, rote Beete Mischung. Grüße gehen raus an meinen Papa. Den Weg Richtung Norden werden wir immer wieder von Nandos und Guanacos begleitet. Eine schöne Abwechslung zu der tristen Landschaft der Pampa. Die Nacht verbringen wir an einer Tankstelle. Einige Camper haben sich hier eingefunden, die auch einen sicheren Platz irgendwo im Nirgendwo gesucht haben.
Wir haben es geschafft. Wir sind am Stellplatz für die Nacht angekommen. Es ist einfach nur eine simple, einfache Tankstelle hier entlang der Ruta 3, die Richtung Norden führt. Ist für uns am einfachsten und auch am sichersten, hier irgendwo im Nirgendwo. Hier stehen auch noch ganz viele andere Camper, die auch auf dem Weg entweder Richtung Süden oder Richtung Norden sind. Also ja, fühlen uns hier recht wohl und sicher. Wir hoffen, es wird eine ruhige Nacht. Meistens ist ja immer ziemlich viel LKW-Verkehr auch an solchen Tankstellen, aber ja, das wird schon. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Es würde uns riesig freuen und unterstützt uns ungemein. Und ja, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und das Emoji der Woche ist eine Ente. Das kommt direkt neben das Support-Herz. Die Ente hat sich Basti gewünscht. Der ist gerade auf der Runde mit Peps, auf der Abendrunde. Mittlerweile kann ich auch über die Begegnung herzlich lachen. Aber in dem Moment, keine Ahnung, habe ich mich irgendwie attackiert und bedroht gefühlt von diesem kleinen Vogel da. Und Peppy irgendwie auch. Oder ich habe sie ein bisschen angesteckt mit meiner Unsicherheit. Aber naja, wir haben es beide überlebt und jetzt können wir drüber lachen. Und ja, irgendwie schon witzig, was für Tierbegegnungen wir trotzdem auf dieser Strecke jetzt haben, obwohl wir so viel durch die Pampa fahren. Ja, wir verabschieden uns und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Ende.